Und hier kommt der Körper und sagt, okay, wir brauchen Cholesterin, um dieses Loch zu flicken. Wir brauchen Immunzellen, die da aufräumen, die Entzündung abbauen. Wir brauchen Kalk, um das, man könnte sagen, den Beton anzumischen und die Entzündung zu reduzieren. Und deshalb wird dort an dieser Stelle Material eingelagert, um diesen Brandherd zu löschen. Wenn das nicht passieren würde, hätten wir in kurzer Zeit eine Katastrophe. Und dann wird eben fälschlicherweise von der Medizin heute behauptet, dass eben gerade dieses Cholesterin, das dort zur Reparatur gebraucht wird, dass dies böse sei und schlecht sei. Hingegen, genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine absolut notwendige Substanz, um solche Schäden zu verhindern. Es wäre etwa so, wie man früher den Botschafter umgebracht hat und ihn für die Botschaft verantwortlich gemacht hat. Cholesterin ist der Botschafter. Wenn die Cholesterinwerte in die Höhe steigen, wissen wir, aha, im Körper passiert etwas, wo repariert werden muss. Da ist der Bedarf an Cholesterin einfach hoch, deshalb geht der Wert hoch. Wenn der Cholesterinwert runtergeht, wissen wir, es ist ziemlich alles in Ordnung, das schaut gut aus, wenig Entzündungen, wenig Zellschäden, wenig Veränderungen im Körper. Das hat mit Gut und Böse gar nichts zu tun, es hat nur damit zu tun, was der Körper im Moment gerade erledigen muss. Der Körper ist so intelligent und macht seinen Cholesterinwert in dieser Weise, wie er es im Moment braucht. Ja? Gut, nochmal zurück hier zu diesem Bild. Das rechte Bild mit den Cholesterineinlagerungen, das sieht in Tat und Wahrheit so aus. Wir haben hier dieses helle, ist die Gefäßwand hier. Und hier drin in der Mitte sieht man diesen weißen Fleck. Und das ist eine solche Einlagerung. Hier drin hat eine Entzündung stattgefunden, im Gefäß drin, in der Gefäßwand. Und dort wurden jetzt Cholesterin, Kalk, Schaumzellen und so weiter eingelagert. Und das nennt man heute wissenschaftlich einen Plaque. Was aber dann tatsächlich passiert ist, dass es hier eben diese Ausstülpung gibt. Ja? Eigentlich müsste die Gefäßwand hier durchgehen. Hier gibt es diese Ausstülpung und die macht natürlich das Innere der Gefäßwand ein bisschen zu. Und wenn das auf der anderen Seite auch noch passiert, wird dann der Durchgang für das Blut plötzlich eng. Wenn dann vielleicht noch ein Blutklumpen kommt, macht das zu und dann ist Ende der Fahnenstange. Dann gibt es dort diesen Verschluss, den Infarkt, den Schlaganfall, wie man dem dann auch immer sagen will. Noch einmal, wir erkennen daraus, dass diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht eine Laune der Natur ist und nichts mit Eiern oder Käse oder so weiter zu tun hat, sondern dass es ein notwendiger Reparaturmechanismus des Körpers ist, wofür wir schauen müssen, ist, dass ein solcher Schaden gar nicht erst entsteht. Und das ist die Aufgabe. Gut. Diese Theorie mit dem guten und schlechten Cholesterin und den bösen Fetten, die kann so lange wiederholt werden, wie sie will, sie ist trotzdem falsch. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Sachen zeigen, die Ihnen das auch aufzeigen. Und es gibt, seit es die Cholesterinforschung und die Fettforschung gibt es viele Paradoxen. Zum Beispiel das japanische Paradoxon. Schauen Sie sich das mal an, das ist wirklich der Hammer. In den letzten 50 Jahren hat sich die Fettaufnahme in Japan um 400% gesteigert. Beachtlich. Gleichzeitig ist der Cholesterinspiegel von 3,9 Millimol pro Liter, das ist der Messwert für das LDL-Cholesterin, für das Gesamtcholesterin, von 3,9 auf 5,1 Millimol gesteigert. Also höchste Alarmstufe für jeden Cholesterinwissenschaftler und Hausarzt, der dann diese Werte misst und sagt, um Himmels Willen, was haben Sie hier gemacht? Auf der anderen Seite sinkt aber die Herz-Kreislauf-Rate um 60%. Wie kann das sein, wenn Cholesterin der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist? Und die Schlaganfallrate sinkt um geschlagene 700% in den letzten 50 Jahren in Japan. Die haben also etwas richtig gemacht, offensichtlich, indem sie die Fettaufnahme gesteigert haben. Dann eine riesige, groß angelegte Studie der WHO aus dem Jahr 2008 zeigt, es wurden 32 Länder überwacht und man hat gesehen, man hat geschaut, wie ist die Herz-Kreislauf-Todesrate in den verschiedenen Ländern und wie hoch ist der Fettkonsum. Hier sehen Sie das Bild von der Todesrate der Herz-Kreislauf-Toten und Sie sehen,
Je mehr Sie hier in Europa gegen Osten kommen, umso höher wird die Herz-Kreislauf-Todesrate. Hier Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Schweiz ist sehr gering verhältnismäßig. Dann hat man geschaut, wie viel Fett wird denn konsumiert in diesen Ländern. Und jetzt sehen Sie sich das an. Es ist das exakte Gegenteil. Dort, wo mehr Fett konsumiert wird, in diesen Ländern ausgesprochen deutlich mehr Fett, auch in United Kingdom ist die Herz-Kreislauf-Todesrate, wie wir sehen, ist deutlich geringer. Und hier im Osten, wo man wenig Fett zu sich nimmt, ist die Herz-Kreislauf-Todesrate viel, viel höher. Also ein weiterer Widerspruch. Und da fragt man sich angesichts solcher Daten, die zum Beispiel von der WHO offiziell herausgegeben werden, warum ist es möglich, dass dieser Mythos sich immer noch hält, dass hoher Fettkonsum Cholesterin, sprich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hervorbringt. Hier wiederum die gleiche Studie einfach in Zahlen, schon total spannend zu sehen. Sie sehen hier verschiedene Länder. Hier der Konsum in Prozent von gesättigten Fetten. Das heißt, das nimmt hier bis Schweiz 15,3, 15,5 in Frankreich stetig zu. Auf der anderen Seite haben wir hier die Zahlen der Herz-Kreislauf-Toten pro Jahr. Von 235 geht es runter auf 24, also gerade mal 10% bei deutlich erhöhtem Fettkonsum. Und die Cholesterinwerte, die bekannt waren, die nehmen ebenfalls zu nach unten. Mit anderen Worten, hohes Cholesterin, hoher Fettkonsum bringt eine geringe Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Finde ich ziemlich eindrücklich. Noch einmal das japanische Paradoxon. Japan und Russland werden hier verglichen. Sie sehen die oberste Zeile, der Blutdruck, da ist man in Japan etwas höher, in Russland tiefer. Der Anteil der Raucher ist in etwa gleich. Die Einnahme der gesättigten Fette ist auch in etwa gleich. Cholesterinspiegel ist exakt gleich, aber die Herz-Kreislauf-Todesrate unterscheidet sich massivst. Also wie kann es sein, dass die Fette und der Cholesterinspiegel die Ursache sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn wir hier die gleichen Zahlen haben? Da muss es andere Faktoren geben. Noch einmal das japanische Paradoxon in Bezug auf den Schlaganfall. Sie sehen in der obersten Reihe die totalen Kalorien, die eingenommen werden, 1958 und 1999. Die Kalorieneinnahme ist deutlich gesunken in diesen 50 Jahren, 40 Jahren. Die Kalorien aus Kohlenhydraten sind ebenfalls gesunken. Kalorien aus Eiweißen sind ein bisschen angestiegen und massiv angestiegen ist der Fettkonsum von 5 auf 20%. Schlaganfälle hat es 1958 1334 pro 100.000 Einwohner gegeben, 1999 noch 226. Also noch einmal, da ist irgendwie alles gegen die Regel von Ansel-Keys verlaufen. Dr. Michel de Logeril, ein Kardiologe aus Frankreich, der hat sich gesagt, das kann so nicht weitergehen und er hat angefangen, das mal auf die andere Seite anzuschauen. Er hat sich also gefragt, was essen denn jene Völker, die eben eine tiefe Herz-Kreislauf-Erkrankungsrate haben, nicht eine hohe. Das Ganze völlig anders umgedreht. Und wie man weiß man, dass die mediterranen Länder, Portugal, Spanien, Italien, dass die eben sehr tiefe Herz-Kreislauf-Raten haben. Da hat man geschaut, was essen denn die? Und er hat herausgefunden, viel Olivenöl, viel Rapsöl, grundsätzlich eigentlich verboten bei cholesterinsenkender Kost. Käse, Schafkäse, Ziegenkäse, absolut verboten, ja, wenn man Cholesterin-Höchststand hat. Gemüse, Früchte, Antioxidantien, das ist dann wieder etwas, was Sinn macht, und ab und zu 1 oder 2 Gläschen Wein. Das haben die gegessen. Also, es waren alles Probanden, die schon einmal einen Herzinfarkt hinter sich hatten in dieser Studie. Die Gruppe, die mediterran gegessen hat, die hatten dann am Ende 50% weniger Herzinfarkte als jene, die cholesterinsenkend gegessen haben. Und die Folgestudien haben diese Resultate bestätigt. Michel de Logeril hat gesagt, es gab verschiedene Reaktionen auf meine Forschungsergebnisse. Die einen haben gesagt, interessant, wir haben das schon lange gedacht, das müsste so sein. Die anderen haben gesagt, es kann gar nicht sein, weil deine Patienten hatten ja so hohe Cholesterinwerte, das ist ganz unmöglich, du hast etwas falsch gemacht. Obwohl man es in diesen Ländern ja sieht, in der breiten Bevölkerung.
Also es wird letztendlich gar nicht wirklich anerkannt. Gut, das ist so ein bisschen die Geschichte rund um Fett und Cholesterin und die einzelnen Länder, die halt ganz andere Erfahrungen machen. Ich glaube, man kann sagen, es ist offensichtlich, dass die Cholesterintheorie von daher überhaupt nicht stimmt, die Fetttheorie überhaupt nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir zu Ansel Keys zurückgehen, dieser ganze Krieg in der Wissenschaft rund um das Cholesterin, der hat eigentlich weiter so stattgefunden bis eben zum Anfang der 80er Jahre. Dort hat es eine Wendung gegeben und die ist wichtig, dass man das realisiert, was da passiert ist. Man hat nämlich die Statine erfunden. Also die cholesterinsenkenden Medikamente, die kamen damals in großem Stil auf den Markt. Es hat schon Erfahrung gegeben in den 50er Jahren. Dort hat es eine Zufallsentdeckung gegeben in Frankreich. Verschiedene Bauern, die Spritzmittel ausgebracht hatten, wurden mit Vergiftungen ins Spital eingeliefert durch diese Spritzmittel. Man hat per Zufall festgestellt, dass alle diese Bauern einen sehr tiefen Cholesterinwert hatten und hat dann herausgefunden, dass dieses Spritzmittelgift die Cholesterinwerte gesenkt hat. Also hat man schon erste Versuche gemacht mit einem Medikament, das diese Spritzmittelgifte enthält und hat festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert. Nur sind dann halt diese Behandelten an anderen Krankheiten erlegen und haben Beschwerden gehabt wie Gallensteine und Nierenversagen und Nierenbeschwerden. Hat sich also nicht so sehr bewährt. Hier sehen Sie eine Auflistung der verschiedenen Präparate, die heute auf dem Markt sind, Statine, Fibrate, Nikotinsäuren, Ionenaustauschharze und so weiter. Das sind alles verschiedene Stoffgruppen, die auf dem Markt sind mit den einzelnen Wirkstoffen. Und das Ganze geht nach dem Spritzmittelexperiment, sage ich mal, zurück auf den guten Professor Michael Oliver, 1963. Er hat per Zufall den Stoff Clofibrat entdeckt. In den 80er Jahren wurde dann ein Wirkstoff zur Senkung nur des LDLs entdeckt, also nur des schlechten Cholesterins. Und schlecht, Sie wissen, was ich damit meine, schlecht bedeutet bei mir gut. Ja? Schlecht ist neutral in dem Fall. 1980 wurde das entdeckt und das hat zum Beispiel zu Medikamenten wie Zocor geführt. Später dann in den 2000er Jahren hat das Ganze richtig geboomt. Das wurde natürlich auch populär gemacht, von den Ärzten verschrieben, zu Tausenden, zu Hunderttausenden. Und man hat festgestellt, dass die Statine zum meistverkauften Medikament auf dem Planeten werden. Bis 2004 hat es am Laufband immer wieder sehr, sehr positive Studien gegeben, die von der Industrie gesponsert worden sind. Ganz ähnlich wie das Ansel Keys gemacht hat. Man hat die Daten genommen, die in die Hypothese gepasst haben und hat diese Daten so lange beschnitten und gefiltert und rausgeputzt, bis sie dann am Schluss gestummen haben. Und letztendlich sind das alles Studien gewesen, die eben von der Industrie bezahlt worden waren. 2004 ist etwas passiert. Es hat diesen großen Skandal in den USA gegeben mit Vioxx. Vielleicht können Sie sich erinnern, da sind Zehntausende von Menschen gestorben an dem Arthritis-Medikament Vioxx. Und man hat später herausgefunden, dass der Hersteller ganz genau gewusst hat, dass es Gefahren gibt und dass man die bewusst unterschlagen hat, indem man die Studienzahlen so lange frisiert hat, bis der Effekt nicht mehr sichtbar war. In der Bevölkerung, bei denen, die das konsumiert haben, war das trotzdem sichtbar. Da ging ein großer Aufschrei durch die wissenschaftliche Welt und man hat angefangen, die Studien, man könnte sagen Richtlinien, so zu legen, dass nicht mehr so viel manipuliert werden konnte. Ich sage bewusst, nicht mehr so viel manipuliert werden kann. Hat dazu geführt, dass seit 2004 keine einzige Studie mehr erschienen ist, die Cholesterinsenker mit einem positiven Endresultat zeigt. Das ist seither vorbei. Also, wie gesagt, heute hat man über 220 Millionen Konsumenten weltweit von cholesterinsenkenden Medikamenten mit einem jährlichen Umsatz von ca. 29 Milliarden US-Dollar im Jahr. Ein durchaus interessanter Wirtschaftsfaktor. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich die Cholesterinwerte verändert haben, respektive die Grenzwerte natürlich. Und hier sehen Sie, heute gilt in der westlichen Welt als ein hoher Cholesterinspiegel, wenn dieser Spiegel über 5,0 ist.
oder 200 Millimol. Das ist das Gleiche, das ist das Pendant. In Deutschland wird mehr mit dieser Zahl operiert, in der Schweiz mehr mit dieser Zahl. 1980, bevor die Cholesterinsenker eingeführt wurden, war dieser Wert bei 300, also hier oben, und entsprechend hier bei 7,0. Und das hat man in den 20 Jahren einfach so runtergesenkt und mit jeder Heruntersenkung der Grenzwerte sind über Nacht ein paar Millionen Menschen mehr zu potenziellen Kunden geworden. So macht man das. Interessant ist aber, dass es in der Schweiz immer noch Labors gibt, die mit einem Grenzwert von 6 oder 6,5 arbeiten. Also die Grenzwerte von den Labors selber werden hier quasi nicht wirklich eingehalten. Die Empfehlung ist einfach, dass man ab 5,0 oder 200 Cholesterinsenker einsetzen sollte. Ob Sie nun schon jemals Probleme mit Herz-Kreislauf gehabt haben oder nicht. 75% aller cholesterinsenkenden Medikamentekonsumenten nehmen Statine ein zur primären Prävention. Sprich, sie haben noch nie ein gesundheitliches Problem gehabt, sondern nehmen einfach die Cholesterinsenker, weil es ihnen der Arzt gesagt hat, weil es ein Risiko sein könnte, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einen Schlaganfall zu erleiden. Das ist primäre Prävention. 75% nehmen das zur Prävention ein. Und wenn wir wissen, welche wichtige Funktion Cholesterin im Körper hat, welche essentielle Funktion Cholesterin im Körper hat, und dann Cholesterinsenker trotzdem einnehmen, dann ist das, man findet keine Worte dazu. Man senkt damit die Fähigkeit des Körpers, seine eigenen Reparaturmechanismen, seine eigenen Regulationsmechanismen entsprechend auszuführen. Das ist wie eine Maschine zum Gelddrucken, weil dann entstehen riesige Folgeprobleme. Und deshalb gehen die Herz-Kreislauf-Raten auch nicht zurück, sondern sie gehen hoch. Und da kann man den Cholesterinwert so weit runterschrauben, wie man will, von mir aus auch auf 2,0. Das wird immer mehr zunehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Hohe Cholesterinwerte schützen vor Gefäßerkrankungen. Eben diese Studien, die gemacht wurden über die Statine, senken Statine tatsächlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Sterblichkeit? Laut einigen Studien ja, aber nur sehr unwesentlich, weil es gibt viele Gegenstudien, die das Gegenteil beweisen. Herzinfarktpatienten und ältere Menschen wurden in die Studien mit einbezogen, die sowieso einen höheren Cholesterinwert haben. Patienten mit tiefen Cholesterinwerten nicht in die Studie mit einbezogen. 95% dieser Studien sind finanziert durch die Pharmaindustrie. Und, was eigentlich noch bedeutsamer ist, die Ausgangsdaten, die werden von der Pharmaindustrie nicht offengelegt. Das heißt, ich kann genauso behaupten, dass zum Beispiel mein Auto optimal beieinander ist. Ich gehe zum TÜV, ich gehe zur Motorfahrzeugkontrolle, sage dem Experten, ich hätte mein Fahrzeug geprüft, es sei alles in Ordnung, er möge doch bitte den Stempel machen. Der macht das und ich fahre wieder weg. Das ist das, was die Pharmaindustrie macht. Sie produziert ihre eigenen Studien und lässt das dann vom Staat, von den Gesundheitsämtern absegnen. Jetzt schauen wir uns das mal genauer an, was passiert ist. Sie sehen hier die rote Linie, das ist die Herz-Kreislauf-Rate im Vereinigten Königreich, in England. Sie sehen die von 1994 bis 2006 ist die eigentlich stabil geblieben. Gleichzeitig hat man durch Cholesterinsenker die Cholesterinwerte immer weiter abgebaut. Die sind deutlich gesunken, um 25–30%. Und das hat aber auf die Herz-Kreislauf-Rate keinen Einfluss gehabt, hier bei dieser Untersuchung. Eine weitere Untersuchung, die wurde im American Heart Journal veröffentlicht, 2009. Es wurden Daten erfasst von 541 Spitälern, 136.000 Patienten wurden untersucht und was man gefunden hat, ist Folgendes. Das LDL, dieses sogenannte böse Cholesterin, war beim Durchschnitt der Patienten höher als bei dem der Herz-Kreislauf-Patienten. Das heißt, jene Patienten, die mit Herz-Kreislauf Probleme hatten, die hatten ein tieferes Cholesterin. Also warum senkt man denn bei Herz-Kreislauf-Patienten das Cholesterin noch weiter, wenn ja offenbar LDL, schlechtes Cholesterin, schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Hier, das ist eine ganz harte Geschichte. Eine Studie
die 2004 veröffentlicht wurde. Sie sehen die rote Linie, das sind die Herzinfarktraten, die Spitaleinweisungen aufgrund von Herzinfarkten. Und die ist in dem Zeitraum 1996 bis 2002 in etwa gleich geblieben. Eine ganz leichte Senkung der roten Linie ist feststellbar. Auf der anderen Seite sehen Sie aber die blaue gestrichelte Linie. Das sind die Verschreibungen für Cholesterinsenker. Die haben drastisch zugenommen und der Effekt von Cholesterinsenkern auf die Herzinfarktrate ist gleich 0. Hier die Handstudie aus Norwegen. Sie sehen, ganz verschiedene Länder sind da beteiligt an diesen Untersuchungen. Hier wurden 52.000 Menschen über 10 Jahre untersucht, im Alter von 20 bis 74 Jahren. Das heißt, das ganze Spektrum wurde untersucht, Männer und Frauen. Man hat Folgendes herausgefunden: Die allgemeine Sterblichkeit nimmt ab. Sie sehen hier die Kurve für die Männer, das ist die blaue. Hier unten sind die Cholesterinwerte. Die Sterblichkeit bei 5,0 Cholesterin ist höher als die Sterblichkeit bei 7,0. Also je tiefer die Cholesterinwerte sind oder gesenkt werden, umso mehr nimmt die Sterblichkeit zu. Herzkrankheiten, auch hier wieder das Gleiche. Bei 5,0, zumindest bei den Frauen ganz deutlich sichtbar, ist die Sterblichkeit höher als bei 7,0. Warum senkt man dann Cholesterin, wenn die Sterblichkeit kleiner ist bei hohen Cholesterinwerten? Bei Männern ist es in etwa gleich. Und das sind nun wirklich Zahlen, die sind echt erstaunlich, weil es geht hier nicht um 500 Patienten, es geht um über 50.000 Patienten, wo die Daten gesammelt wurden. Cholesterin und allgemeine Mortalität, auch interessant, hier Daten aus Asien. Sie sehen hier, über 10 Jahre wurden 33.000 Japaner, Männer und Frauen, 40 bis 69 untersucht, hier in Bezug auf Leberkrebs. Auch hier sehen wir wieder, dass die Zahl der Leberkrebsopfer am höchsten ist, wo die Cholesterinwerte am tiefsten sind. Je höher der Cholesterinwert ist, desto weniger Leberkrebsfälle gibt es. Das Gleiche und noch extremer bei den Frauen. Tiefe Cholesterinwerte verursachen eine große Anzahl an Leberkrebspatienten, hohe Cholesterinwerte praktisch keine. Weitere Studie aus Österreich, warum Eva nicht Adam ist, heißt diese Studie. Die heißt tatsächlich so. 2004 wurde die veröffentlicht. 67.000 Männer, 82.000 Frauen, 20 bis 95 Jahre. Also wieder ein breites Spektrum von allen Altersklassen, 15 Jahre Studienzeit. Es wurden gemessen Blutdruck, Cholesterin, Blutfette, Leberwerte und Gewicht. Aussage: Tiefe Cholesterinwerte waren signifikant verknüpft mit genereller Sterblichkeit und zeigten signifikante Verbindungen mit der Sterberate bei Krebs, Lebererkrankungen und psychischen Erkrankungen. Wir müssen uns vorstellen, das passiert alles unter cholesterinsenkenden Medikamenten. Hier wird Cholesterin künstlich gesenkt. Was man hervorbringt, sind psychische Erkrankungen, Lebererkrankungen, Krebserkrankungen und die allgemeine Sterberate steigt. Statine-Nebenwirkungen. Wenn wir in der Praxis schauen, was uns Menschen berichten, die Statine nehmen, dann ist das zuweilen relativ erschreckend, was da zutage kommt. Und natürlich ist das auch wieder nicht bei jedem so. Das ist wie bei den Glykonährstoffen. Glykonährstoffe, die haben bei gewissen Leuten ganz, ganz deutliche, schnelle Wirkungen, bei anderen wieder weniger. Ich habe letzte Woche eine Frau in der Praxis gehabt, die sollte eigentlich von ihren Cholesterinwerten her schon lange Statine einnehmen. Und ihr Arzt sitzt ihr buchstäblich im Nacken und bearbeitet sie jedes Mal, dass sie jetzt endlich diese Statine einnehmen sollte. Und sie hat eine, würde sagen, natürliche Abwehr dagegen. Und sie hat schon einiges gelesen und ist sich einfach nicht sicher. Ich habe sie dabei bestärkt, dass sie das nochmal überlegen sollte. Jetzt ist sie aber dem Druck erlegen und hat eine Woche lang Statine eingenommen. Und hat gesagt, sie hat es nach einer Woche freiwillig wieder abgesetzt. Sie hätte solche Muskelschmerzen bekommen. Hier habe ich einen Eintrag auf einem Blog gefunden über Statine. Und den möchte ich Ihnen gerne zeigen. Das ist gut, wenn man sich das mal anschaut. Das ist sicher ein extremer Fall, aber was der Mann hier beschreibt, ist wirklich lesenswert. Er beschreibt: Ich habe die Statine, die ich seit 5 Jahren verordnet bekomme, sofort nach dem Film Die Cholesterinlüge abgesetzt.
Hier die unglaublich schnellen Erfolge. Nach nur 5 Tagen Diabeteswerte um 40 Punkte gesenkt. Kaum noch Durchfall. Keine Nierenschmerzen mehr. Latente Kopfschmerzen seit fast einem Jahr sind weg. Kann wieder durchschlafen. Druckschmerz auf dem rechten Auge verschwunden. Unwohlsein und Brechreiz morgens verschwunden. Weniger Schweißausbrüche. Kaum noch Schwindelanfälle. Bin insgesamt aufgeweckter, keine depressiven Momente mehr. Die Muskelschmerzen, die ich meiner Arthritis zugeschrieben habe, sind auch weit weniger, fühle mich seit langer Zeit wieder wohl. Und das alles staatlich verordnet, von der Medizin abgesegnet, von den Medien propagiert und in den Köpfen der meisten Menschen so weit verankert, dass wenn jemand kommt und sagt, nein, Statine brauchen Sie nicht, Cholesterin ist gut für Sie, dass es kaum überhaupt noch akzeptiert wird, dieser Zusammenhang. Und das ist ja nicht der einzige Eintrag. Also wenn wir nachlesen oder uns Filme anschauen über das Thema Statine, Cholesterinsenker, dann stellen wir fest, dass es da wirklich ganz, ganz schwere Nebenwirkungen gibt. Eben eines der wichtigsten Punkte, das man nie vergessen darf, ist das Gehirn. Wir werden ja diese Woche noch viel vom Gehirn hören. Statine senken die Cholesterinsynthese im Gehirn. Und im Gehirn macht Cholesterin einen großen Teil des Hirngewebes überhaupt aus. Und wenn das Cholesterin dort runtergesenkt wird, fängt an, das Gehirn zu degenerieren, sich zu entzünden, Nervenbahnen werden angegriffen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie die Zahlen für Parkinson-Erkrankungen, für Alzheimer-Erkrankungen, wie die in die Höhe schnellen, da muss man sich nicht fragen, wenn weltweit 220 Millionen Menschen Statine einnehmen, um ihren Cholesterinwert zu senken und Cholesterin ein Hauptschutzfaktor für das Gehirn ist, muss man sich tatsächlich nicht fragen, wenn diese Gehirnerkrankungen deutlich zunehmen. Noch einmal hier, 75% der Menschen nehmen Statine zur primären Prävention ein, das heißt, obwohl sie noch nie ein Anzeichen hatten von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Studien haben gezeigt, dass dies keinen Effekt auf die Lebenserwartung hat. Das ist also eine Maschine zum Gelddrucken, weil all die Folgeerkrankungen, die daraus entstehen, werden dann in der Schulmedizin auch wieder von pharmazeutischen Medikamenten behandelt, was eine Vervielfachung des Gewinnes der Pharmabranche mit sich bringt. Ich möchte hier an dieser Stelle gerne einen kurzen Filmausschnitt zeigen aus dem Film Statin Nation. Und dort sind einfach verschiedene Wissenschaftler in Kürze zusammengeschnitten, die ein paar markige Aussagen machen zu der Pharmaindustrie, zu den Cholesterinwerten, zur Cholesterinsenkung und zur Wissenschaft dahinter. Ich bitte dich, diesen Film abzuspielen. Also, die Daten, hat er gerade gesagt, werden oft so massiert und geknetet, bis sie ins Bild passen. Und das Gleiche gilt auch für den Zucker. Hier sprechen wir nun tatsächlich nicht über den gesunden Zucker wie heute Morgen, sondern über den Haushaltszucker. Und hier wird genau das Gleiche gemacht. Wir werden über die wahren Hintergründe werden wir nicht informiert, die werden im Dunkeln behalten. Seit den 50er Jahren gibt es äußerst belastende Hinweise, dass Zucker, raffinierter Zucker, Weißmehl, zuckerhaltige Getränke, überhaupt extrem überhöhter Kohlenhydratkonsum einen massiven Einfluss auf die Blutgefäße hat. Die Entzündung, die Oxidation, die Verzuckerung, die Probleme, die im Darm entstehen, die heute Dr. Natascha schon vorgestellt haben, die toxische Verarbeitung des Zuckers im Darm führt deutlich zu einer Schädigung des ganzen körperlichen Systems. Und genau das wird von der Industrie im Dunkeln gehalten, mit der Pharmaindustrie im Rücken, die das unterstützt, weil man will ja eben genau diese Zusammenhänge unter dem Deckel behalten, dass man weiter Medikamente verkaufen kann. Und es ist wirklich an der Zeit, dass solche Dinge aufgedeckt werden. Noch einmal, Cholesterin ist kein Verursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist absolut schützend und essentiell für unseren Körper. Die wahren Hintergründe, die werden im Dunkeln behalten. Und wir werden besonders über die Ernährung von Dr. Natascha noch einiges hören, um hier persönlich weiterzukommen. Wir dürfen auch hier das Rauchen nicht vergessen, denn Rauchen ist tatsächlich einer der absoluten Hauptfaktoren als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen,
dass wir mit Toxinen überfrachtet werden, besonders seit gestern auch von den E-Zigaretten, die sind kein Stück besser als die Tabakzigaretten. Der Sauerstoffmangel im Körper ist essentiell, die schlechte Durchblutung, die beim Rauchen entsteht, all dies fördert natürlich diese Degeneration und die Zerstörung der Blutgefäße, die dann letztendlich auch entzünden und letztendlich auch zugemacht werden durch die Arteriosklerose, die aber mit Cholesterin nichts zu tun hat, sondern mit dem Problem des Rauchens und des Bewegungsmangels und so weiter. Cholesterin braucht es zum Reparieren, aber wir sollten schauen, dass wir den Körper nicht so schädigen, dass er eben repariert werden muss. Tatsächlich, und das ist die gute Seite, auch wenn die Medizin noch am Punkt steht, die Wissenschaft, die geht. Und es ist interessant zu sehen, wie in den 50er und 60er Jahren das Cholesterin verteufelt wurde und von den 2000er Jahren an plötzlich wieder positive Meldungen zum Cholesterin ausgesendet wurden. So zum Beispiel hier im Time Magazine, da heißt es plötzlich, essen Sie Butter, oder das gute Cholesterin, ermutigende Neuigkeiten für Ihr Herz. Hier wird also schrittweise langsam umgedreht, weil die Beweise so erdrückend sind, und es gibt heute Praktiker, wie zum Beispiel Dr. Natascha, die das immer weitergibt und das Gegenteil beweist mit ihren Fallstudien, mit ihren Anwendungen und den vielen tausend Therapeuten, die das umsetzen und viele Zehntausende von Patienten bereits behandelt haben mit einer entsprechenden Ernährungsweise, um den Cholesterinwert tatsächlich wieder anzuheben, die Entzündungen im Körper zu reduzieren und ein gesundes Milieu im Körper herzustellen, sodass es gar nicht mehr notwendig ist, dass die Blutgefäße eben repariert werden müssen. Um das geht es eigentlich. Und vor allem, dass wir nicht länger abhängig sind von der Angst, dass uns irgendetwas zustoßen könnte in dem Sinne. Auch hier sehen Sie, 1984 hieß es noch The Bad Guy, Cholesterol, und 1999 dann schon The Good News. Das Einzige, was da geändert hat, ist die Melone im Gesicht anstatt dem Speck. Aber die Aussage ist schon eine ganz andere und wir sehen, wir gehen da auf den richtigen Weg. Ich habe eine Aussage dazu gefunden von Claude Bernard. Er ist interessanterweise ein französischer Mediziner und Physiologe. Er entdeckte die Rolle der Bauchspeicheldrüsenenzyme bei der Verdauung von Fetten und die Rolle der Leber bei der Verarbeitung von Zucker im Blut, und er kam damit der Zuckerkrankheit auf die Spur. Also ein Spezialist für Stoffwechsel, Cholesterin, Fett und Zucker. Und er hat damals gesagt, wenn die Tatsache, mit der wir es zu tun haben, im Gegensatz zu einer herrschenden Theorie steht, muss man die Tatsache akzeptieren und die Theorie abtun. Selbst wenn letztere durch große Namen untermauert und allgemein anerkannt ist. Und die sogenannten großen Namen sind heute die Pharmariesen, sind heute Medikamente, die Cholesterin senken, sind heute Agrogiganten, die glauben, sie könnten uns weiterhin an der Nase herumführen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen heute, dass wir dem Mythos des Cholesterins auf die Spur kommen und dass Sie selber für sich selber auch gerüstet sind, um zu wissen, falls Sie einmal in diese Lage kommen sollten, dass Sie tatsächlich etwas tun können, und Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn Ihre Cholesterinwerte in die Höhe gehen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich, auf jeden Fall. Aber das ist wichtig zu wissen, dass man nicht gleich auf den Pharmazug aufspringen muss, sondern Cholesterin ist ein Botschafter, der uns etwas zu sagen hat. Und wenn wir diese Botschaft verstehen und darauf reagieren können, dann können wir uns mit natürlichen Mitteln, mit Heilmitteln und besonders mit einer richtigen, gesunden, guten Ernährung, die den Darm heilt, die Entzündungen heilt, die Toxine abbaut und die es dadurch ermöglicht, dass der Körper nicht mehr so stark reparieren muss und bestimmt nicht mit den falschen Fetten oder mit den vielen Zuckermolekülen überfrachtet wird, können wir dieses Problem von innen heraus lösen. Daher ist meine Hoffnung, dass ich Ihnen heute Mut machen konnte, etwas Entwarnung geben konnte und hoffentlich auch etwas Ordnung schaffen konnte in diesem ganzen Wirrwarr um das gute und schlechte Cholesterin, welches nicht existiert, und würde gerne die Fragerunde damit eröffnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.